laufen. Wenn wir vorne lose sind, dann müssen wir uns seitlich rausbewegen. Okay, dann guck, dass wir vorne nicht drankommen. Mit Bug- und Heckstrahl bewegen wir uns seitlich aus dem Liegeplatz raus und müssen nirgendwo anstoßen. Und dann ist schon alles gut. Ja, schon erledigt. Ohne irgendwelche Sprenzchen sind wir raus. Mit dem neuen Headset ist das toll, man versteht sich, ohne dass man sich anbrüllen muss. Also das ist eine feine Sache. So, jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurück. Und gleich gegenüber ist dann auch schon die Schleuse, die wir nachher gleich nehmen werden. Auf jeden Fall ist der Hafen sehr schön gewesen. Uns hat es hier sehr gut gefallen und wir kommen auf jeden Fall noch mal wieder. Um geradeaus zu kommen, benutze ich abwechselnd die rechts-links. So bleiben wir gerade. Wenn ich also jetzt eine Linkskurve fahren will, mache ich einfach den rechten Gang rein. Ohne Ruder dreht das Boot schon automatisch nach links. Ich brauche also keine Lenkung. Ja, das haben wir im letzten Urlaub ja schon festgestellt, dass man nicht unbedingt eine Lenkung braucht. Ja. Und ich kann ganz in Ruhe, ganz entspannt um die Kurve fahren. Wenn ich gerade bleiben will, nehme ich kurz mal das andere Gas, um die Spur zu halten. Und dann geht es wieder in den rechten Gang und wir fahren direkt in die Hafenausfahrt rein. Ich habe während dem ganzen Manöver jetzt nicht einmal das Lenkrad benutzt. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Dann baust du doch ab. Ja, machen wir mal ein Video, bauen wir es mal ab. So, wir fahren jetzt zur Schleuse. Das war Lillystad, hat uns sehr gut gefallen. Und da vorne ist schon der Eingangsbereich zur Schleuse. Die Berufsschifffahrt kommt jetzt aus der Schleuse raus. Das sind so was Art von Schlepper. Vor uns fährt jetzt die Berufsschifffahrt rein und wir haben das Grünsignal bekommen, dass wir direkt anschließend hinten rein können. Die Schleusenkammern sind hier sehr groß. Wie ihr sehen könnt, ist das alles hier wieder sehr langsam. Das ist auch richtig so. Man nimmt keine Welle mit in eine Schleuse rein. So, jetzt warte ich auf die Anweisung meines Captains, welchen Poller ich nehmen soll. Es wird hier nicht viel Hub haben, ne? Ich finde das schon mal klasse, dass man sich so ganz normal unterhalten kann. Wir werden jetzt hinter dem Berufsschiff anlegen. Der hält jetzt. Der macht fest. Dann nehmen wir den. Ich freue mich schon riesig auf das Marker warten. Mal in der Natur liegen, ohne Strom. So, unser Anlegemanöver hat wieder hervorragend geklappt. Unsere Mitstreiter sind auch schon drin. Hier oben drüber ist die Straße nach Engkrösen rüber, über den Deich. Und nach der Schleuse sind wir im Markermeer. Jetzt geht die Brücke auf, damit die Segler auch rausfahren können. Wir haben aber die Genehmigung, schon rauszufahren. Jürgen hat extra angefragt. Weil draußen steht ja schon das nächste Berufsschiff, was rein möchte. Das muss ja gehen wie das Brezelbacken. Und mein Fazit ist wieder zu diesem Headset. Es ist wunderbar, man versteht sich hervorragend und es geht ohne Brüllen. Super, ja. Ein Flusskreuzfahrtschiff hat hier festgemacht. Eine Arosa Senna. Eine Arosa haben wir auch schon mal in Wilhelmsstadt gesehen. Hinter dem Fahrgastschiff ist auch gleich der Batavia-Hafen. Da kann man anlegen, wenn man von der anderen Seite kommt und nicht erst durch die Schleuse will.
auf geht's zu den Marker Wadden. Wir nehmen jetzt hier die Engstelle, die für große Schiffe verboten ist, aber wir als kleine Schiffe dürfen hier durch. Wir haben jetzt hier das Kitesurfgebiet umfahren und fahren jetzt hier hoch in die Fahrrinne zu den Marker Wadden. Man sieht aber dort schon am AIS, dass dort schon einige liegen. Und in der Regel sind das Segler. Also ich sehe jetzt gerade schon 3 Stück, die drin liegen, die AIS haben und einer, der rausfährt. Wir sind mal gespannt, ob wir jetzt auch einen Platz kriegen. Jetzt sind wir ja kurz vor den Marker Wadden. Hier sollten eigentlich grüne Tonnen sein, die leider nicht da sind. Die grünen, roten Tonnen, die hier eingezeichnet sind, die gibt es gar nicht. Wir fahren jetzt hier einfach rein. Da hinten ist dann der Hafen. Die Segler fahren gerade raus. Ist heute sehr windig, dann filme ich mal von drin. Das ist ein Vogelschutzgebiet, das Marker Wadden. Ist künstlich aufgeschüttet worden vor 5, 6 Jahren. Und wir fahren dieses Jahr das erste Mal hierhin. Wir fahren jetzt hier in die Hafeneinfahrt rein. Es ist nicht weit weg von Lelystad. Man sieht da hinten noch den Turm. Der Wind bläst ordentlich heute. Na, wir schauen mal, wo sie uns hin verfrachten. Da kommt jemand mit einer gelben Jacke. Schauen wir mal, ob das vielleicht jemand ist, der uns einweist. Es sind ja doch noch einige Segler da. Ich würde sagen, wir fahren mit der Spitze nach vorne rein. Dann tut uns der Wind eventuell dann auf unsere Lieblingsseite drücken. Wir sollen alle hintereinander? Ja, so sieht aus, ja. Okay. Kommen sogar Leute und helfen. Dann legen wir dann auf der Seite an. Auf der, okay. Na, ihr liegt ja schon schön. Da sind schon wieder Fans von euch hier. Wie bitte? Da sind schon wieder Fans von euch. Ja, das ist doch super. Es war nicht wenig Wind, aber wir liegen jetzt hier wunderschön am Steg. Alle 3 Boote hintereinander. Hallo. Hi. Sehr schöner Platz. Ja. Sind wir angekommen. Glücklich auf den Marker Wadden angekommen. Gibt es erstmal ein Anlegebier. Prost. Zum Wohl. Schöner Liegeplatz hier. Für die Sportboote gibt es 2 Stege. Das linke ist für Segelboote, da gibt es alles Boxen. Und am rechten Steg kann man als Motorboot gut anlegen. Und wir gehen jetzt hier mal ins Hafenkontor und uns anmelden. Hier gibt es auch eine Kleinigkeit zu kaufen. Ja, super. Ja. Ja, ich mache 33 Euro. Ja. Der Strand mit dem kleinen Restaurant ist ganz gut besucht. Ich bin überrascht. Ob das wahrscheinlich sind Leute, die schon mit der Fähre rübergekommen sind. Was gibt es denn Leckeres zu essen hier bei euch? Bacon, Slime, Tomato. Okay, das kann man hier kaufen. Ist natürlich kein Restaurant, aber zumindest kann man hier einen Snack kaufen. Ja, genau. Gläschen Wein kriegst du auch noch. Wow. Hier drinnen kann man auch nicht sitzen. Gibt es Toiletten. Und hier gibt es eine Auswahl an Kuchen und Getränken und Sandwiches. Also verhungern muss man nicht. Ja, Andenken. Hier unten ist der Hafen und dann kann man hier natürlich die Insel erkunden. Das Ganze ist sicherlich hier mehr für die Touristen, die hier mit der Fähre aus Lelystad kommen, damit die sich verpflegen können und auch ordentlich sitzen können. Denn die Zeit bis zur nächsten Fähre kann schon lang werden. Wir gehen hier raus und gegenüber liegen gleich unsere Boote. Ich bin jetzt hier auf dem Steg für die Segler und es sind schon einige da. Die ersten beiden Plätze hier mit dem
Seitensteiger wären auch noch für Motorboote geeignet. Aber wir haben vom Hafenmeister drüben die 3 Plätze zugewiesen bekommen und liegen jetzt perfekt. Ein bisschen weniger Wind könnte sein, aber ansonsten ist das hier wirklich toll. Viele Leute dort oben am Pavillon, weil die sind wahrscheinlich alle mit der Fähre gekommen. Ganz hinten sieht man den Aussichtsturm, da gehen wir nachher auch noch hin. Der Strand am Hafen ist für die Menge an Leute auch im Sommer sicherlich groß genug. Hier wird man immer ein schönes Plätzchen finden. Denn so viele können gleichzeitig gar nicht hier auf die Insel kommen. Claudia filmt ein paar schöne Blumen. Und der Strand geht hier auch noch weiter. Wir schauen uns jetzt mal hier den Aussichtsturm an und gucken wir mal, was wir von oben sehen. Boah, ist ein Wind hier. Hier vom Turm kann man schön über die Insel gucken. Allerdings ist es unfassbar stürmisch hier oben. Aber die Sicht ist so klar, man kann ringsum das Land sehen. Und Mais und mehr. Da kommt der Segler und bringt neue Leute und holt die anderen wieder ab und bringt die zurück nach Lelystad. Da hinten sieht man auch den Turm, wo wir hergekommen sind. Die Markerwatten sind nicht weit weg. I'm walking. Hier können wir. Genau. Station, wo man mit seinem Fotoapparat die Vögel filmen kann oder fotografieren kann, beobachten kann. Man braucht natürlich schon ein ordentliches Tele. Der Schwan macht Pause hier am Wegesrand. Er bewacht das Nest. Drin ist ein Nest. Man hört hier schon das Vogelgezwitscher. Und hier gibt es eine weitere Beobachtungsstation. Die ist so als mit Zäunen, so als Sichtschutz. Eine Schießscharte hat man hier auch wieder die Möglichkeit, aber es ist sehr windig. Die Markerwatten sind schon ganz schön groß. Mal eben laufen ist nicht. Hier nehmen die andere Strecke 1,4 Kilometer. Eine kleine Runde gedreht. Der Belag für die Wege, der besteht rein aus Muscheln. Das ist ein Haufen nur Muscheln. Hier geht es zu den Duschen und Toiletten. Gucken wir uns doch mal an. An den Eingängen gibt es so Dinge, wo man sich die Schuhe putzen kann. Gemischte Duschen. Hier kann man beim Hafenmeister sich eine Duschmünze holen, wenn man duschen möchte. Alles super. Duschen und Toiletten sind ausreichend. Man kann ein paar Tage hier liegen bleiben. Allerdings muss man seine eigene Verpflegung dabei haben. 17 Uhr, wenn die letzte Fähre weg ist, dann sind nur noch die Bootsfahrer hier. Und es ist richtig still geworden. Es ist doch nicht so voll geworden wie gedacht, aber ich möchte nicht wissen, was hier im Sommer los ist. Auch hier am Steg gibt es Schuhabtreter, sodass man auch keinen Sand mit auf die Boote schleppen muss. Wir sind heute auf der Wave Runner und grillen on board. Der Grill steht hinten in der Plicht, weil es draußen einfach zu windig ist. Und die Sonne scheint von hinten rein, ist wunderbar warm. Ja, eigentlich herrlich. Ja. Also hier unten drunter ist es warm. Ja. Wenn du draußen gehst, dann kriegst du einen. Ja. Durch den kalten Wind, Also der kalte Nordwind ist schon... Der ist schon Und übrigens, wir sind hier angekommen und es waren direkt Followers von uns hier im Hafen und haben uns in Empfang genommen und haben direkt gesagt, ach, da kommen die Promis. ja, das ist So wie der Helmut. hat Aber das so auch. ähnlich. Aber wir haben heute unseren Generator gestartet. Beim ersten Zünden war der da. Ne? Und wir haben hat leckeren Kaffee auch, war getrunken. wunderbar, die Kaffeemaschine konntest du super betreiben damit. Ne? Von der Geräuschentwicklung ging es auch. Da geht's. Hundebesuch heute. Er versucht ja Gentleman zu sein. Ja, komm mal her, ihr beiden. Komm mal her. Komm. Ja, Alles prima. gut. Komm mal nach.
Alles gut. Anna, komm. Das sind So, Ole mal ist rein. fein. Gucken. So, Das sind Ole rein. Das ist Los, genauso komm rein. Gerne hier geh mal wie du. reingucken. Komm rein. Ist alles in Ordnung, Ole? Geh mal gucken. Komm, geh mal rein. Wer bist du denn nicht? Der Ole. Völlig entspannt. Hier bläst schon ein strammer Wind. Ich bin mal auf die Nacht gespannt, wie es plätschert. Mitten in der Nacht einwand toll. Heute Morgen hat der Wind etwas nachgelassen, aber bläst immer noch ganz ordentlich. Wir haben hier auch gestern André und Jenny kennengelernt mit ihrem Boot. Wir haben einen schönen Abend miteinander verbracht. Hi, wir sind Jenny und André vom Boot Castor und wir kommen aus Lemmer und wir haben uns hier getroffen, ganz zufällig. Da haben wir uns sehr gefreut und hatten einen tollen Abend. Ja, es war ein wunderschöner Abend mit allen zusammen und Gruß an alle, die uns vielleicht auch noch kennen. Die Markerwarten sind größer als erwartet. Wir haben jetzt nur einen kleinen Spaziergang gemacht und der war schon über ein paar Kilometer. Dann hätte noch viel mehr gehen können, aber es hätte schon ein paar Stunden gedauert. Also hier kann man schon einige Zeit rumlaufen. Und das ist super hier, um Vögel zu beobachten. Überall schwirren Vögel rum. Man kann sehr viel wandern, aber wenn man wirklich Vögel fotografieren will, dann braucht man schon so ein Rohr. Ansonsten kriegt man nur kleine Vögel drauf von weitem. Also hier gibt es einige Aussichtsplattformen, von denen man so schießschartenartig sich mit dem Stativ hinstellen kann und entsprechend auch schön fotografieren kann. Hier kann man es also, wenn man Vogelliebhaber ist, auch 2-3 Tage aushalten.